wir legen jetzt auch ab. Marina hat die Querleine eingeholt. Wir haben jetzt nur noch 2 Leinen und können jetzt gleich raus. Der hintere von Frank hat zwar eine riesen Box, traut sich aber irgendwie nicht rauszufahren. Und aus der Box würde ich zweimal rausfahren. Frank muss daher als erster raus. Vorne gibt es gerade einen Stau, weil der Boot irgendwie nicht rausfahren will. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Marco und Claudia gehen raus. Die anderen haben die Motoren noch nicht laufen. Das heißt, wir werden jetzt gleich hinterher fahren. Die letzte Leine ist los und wir fahren erstmal rückwärts raus, bis wir mit dem Bug am Steg vorbei sind. Ja. Jetzt könntest du vorne rüberziehen. Und schwuppdiwupp ist das Boot gedreht. Heute mal bei fast 0 Wind verlassen wir den Sixthafen. Könnt ihr mal gucken. Deutsche, oder? Deutsch. Ist noch ganz viel. Schönen Tag noch. Euch auch. Ihr könnt unseren Blog ruhig mal gucken. Machen wir. Viele Tipps dabei. Wie gesagt, die Ausfahrt ist ja sehr schmal und immer mit Überraschungen. Aber wie es scheint, kommt keiner rein, sodass wir gut rausfahren können. Frank ist schon an der Fähre vorbei. Also wer hier wohnt, der hat ein richtig schönes Hafenkino. Da kannst du Statistiken treiben, wenn du hier wohnst. Welches Boot wann hier gewesen ist. Über Nacht ist kein Kreuzfahrtschiff mehr angekommen. Aber dafür sind Flusskreuzfahrtschiffe da. Und ich muss jetzt mal meine Arbeit machen. So, wir sind jetzt aus dem Sixthafen raus, sind jetzt auf dem Seekanal. Und wir haben natürlich alle irgendwie Vorfahrt. Die Berufsschifffahrt, Segler, alle. Aber der Kanal ist zum Glück breit genug, das ist gar kein Problem. Wir gehen jetzt auf die Steuerbordseite, lassen die Berufsschiffe in Ruhe, biegen dann vorne gleich in den Amsterdam-Green-Kanal ein. Ein letzter Blick zurück. Das Kreuzfahrtschiff, das liegt hier am großen Kreuzfahrtterminal und muss dann bis ganz nach vorne vor die Schleuse fahren und dort kann es dann erst drehen. Das dauert eine ganze Weile. Deshalb hat er auch gestern ganz schön lange gebraucht, bis er wieder bei uns vorbeikam. Da drüben sieht man die Fähren, die noch nicht in Einsatz sind. Und da ist die Polizei. Voraus sieht man schon die Einfahrt zum Amsterdam-Rhien-Kanal. Und wir verlassen jetzt Amsterdam. Auch hier das Gleiche. Um in den Amsterdam-Rhien-Kanal zu kommen, halten wir uns außerhalb der grünen Betonung für die Berufsschifffahrt, sondern wir halten uns an die Flachwassertonnen. Die signalisieren uns, solange wir jetzt auf der linken Seite der Flachwassertonnen bleiben, ist das unsere Fahrrinne. Die können wir gefahrlos fahren. Da vorne fängt der Kanal an und dann gibt es auch keine Betonung mehr. Das heißt, wir teilen uns dann Fahrrinne mit der Berufsschifffahrt. Heißt gegenseitige Rücksichtnahme. Und natürlich haben die immer Vorfahrt. Der Kanal ist wie so eine Art Badewanne, schlecht ausgebaute Autobahn. Er hat gerade Spundwände und da gibt es immer ein Echo der Welle und es ist immer wellig in der Regel, auch wenn keine Schiffe fahren. Heute Morgen haben wir das Glück, wir sind noch relativ früh da und es ist noch glatt. Die Brücken auf dem Amsterdam-Rhein-Kanal sind alle hoch genug für Motorboote. Segelboote können hier nicht lang fahren, dafür ist es nicht hoch genug, außer sehr kleine. Man merkt jetzt schon, die Welle, die Frank erzeugt, die lässt uns schaukeln, obwohl wir weit weg sind. Direkt am Kanal hinter Amsterdam gibt es mehrere Yachthäfen, die etwas außerhalb liegen. Man hat hier die Nähe nach Amsterdam und auch die Nähe zum Makermeer. Allerdings hat man natürlich dort auch die laute Autobahn. Wir haben heute echt Glück, der Kanal gehört fast zu uns allein. Auch im AIS sieht man nicht, dass wirklich größere Schiffe auf uns zukommen würden noch. Kommen ein paar kleinere. Das ist jetzt Autobahn, das wäre jetzt unsere präferierte Strecke, wenn wir jetzt schnell in den Süden nach Seeland wollten. Mit 6,5 Meter Tiefe ist hier auch mal ordentlich gebuddelt worden, ganz schön tief, passen auch die Großen durch. Schnelles Manöver, wechseln die Seite, weil wir hier nach Weisbreiden wollen. Und da vorne kommt ein Flusskreuzfahrtschiff. Ja, da müssen wir mal schauen. Claudia macht schon mal die Fender wieder raus. Ich habe sie noch draußen. Die Rheinprinzessin. Richtung Amsterdam.
gehen wir vom Amsterdam-Rijnkanal raus. Wir haben schon Rot-Grün, das klingt gut. Die Brücke geht schon auf. Es ist natürlich absoluter Luxus. Ja, hier schlagen natürlich die Wellen immer wieder zurück. Und jetzt sind wir gleich wieder im ganz ruhigen Gewässer. Besser geht's nicht. Durch den Frachter ist die Fahrrinne hier sehr schmal. Die Brücke geht runter. Sie müssen leider warten. Da ist auch wieder ein Hafen. Da vorne steht schon wieder einer quer und versucht, das Boot rumzuziehen. Jetzt hat er es fast an Land gedrückt. Alter Schwede. Statt mitzuhelfen, sitzen die Weiber da in der Türe. Ja. Hier im Kanal darf man Höchstgeschwindigkeit von 6 nur fahren. Und man muss jetzt die Fender dann schon mal etwas tiefer machen. Das Schöne ist hier, das ist wie ein Wasserrastplatz, nur eben mit Strom. Und Strom macht das Ganze schon komfortabel. Die Steckdose ist direkt am Boot, aber der Stromkasten ist ein ganzes Stück weit weg. Also hier muss man einen Euro reinschmeißen und dann drückt man die 5 mal an und die ist auch an. Ich schmeiße noch einen zweiten hinterher und jetzt müssen wir 2 Euro haben, wie viel auch immer das ist. Wir liegen hier ein ganzes Stück vor Wees, sehr idyllisch. Hier in der Mühle wird gerade gearbeitet, aber hier gibt es jetzt keine weiteren Plätze mehr, die Strom haben, bis zur nächsten Brücke. Dann gucken wir mal weiter. Das sieht ja mal richtig luxuriös hier aus. Toll. Die Brücke wird ordentlich gebaut. Da müssen wir morgen auch durch. Wir wollen ja morgen durch Wees durchfahren. Nochmal ein Liegeplatz an der Mauer direkt. Aber man sieht auch hier, man muss Liegegeld bezahlen. Wird wahrscheinlich abends einer rumkommen und kassieren. Aber auch hier gibt es keinen Strom, so wie es aussieht. Dass alles so im Wasser liegt, ist schon enorm. Und schon gut bemuschelt. Das war wahrscheinlich, als sie die Karte erneuert haben, was sie alles gefunden haben. Ja. So, dann sind wir an der nächsten Brücke und jetzt wird es schon langsam voller hier. An der zweiten Brücke beginnt dann ja auch schon die Stadt. Hier gibt es auch noch ein paar Liegeplätze an der Mauer. Die haben sogar Strom, dort hinten auf der rechten Seite. Aber das ist natürlich schon immer voll hier. Wees hat auch schon eine ordentliche Einkaufsmeile. Ein bisschen Geschäften. Ah, hier gibt es auch wieder einen Eissalon. Der ist bis 22 Uhr auf. Wir suchen jetzt erstmal Kibbeling. Immer Dienstag, heute ist Markt. Den suchen wir gerade. Da ist er auch schon. Alles rund. Alles voor de tak, alles voor de klop. Hier kommen wir dann morgen auch raus. Und dann geht es da weiter. Das ist ja eine richtige Schleuse, die man auf und zu machen kann. Das ist das Schleusenbecken hier und da hinten ist das andere Tor. Aber schon mit Blumen behangen. Scheint schon länger nicht mehr benutzt worden zu sein. Da links geht es dann in unseren Kanal rein, zum Amsterdam-Rijnkanal. Und hier rechts geht es dann weiter Richtung Vecht. Da hinten durch die Brücke muss man und dann geht es immer weiter, schlängelt sich die Vecht. Dahinter ist noch ein Hafen, ein kleiner rechts, wo man auch anlegen kann. Und den Weg, die hier nehmen, der geht dann zur Eisenbahnbrücke und dann zurück nach Muiden. An der Schleuse gibt es ein Schneewittchen. Und das australische Boot hat dann super Platz gekriegt. Ja. Sind die gerade angekommen, oder? Die müssen gerade erst angekommen sein. Ne? In Wees treffen wir auch Leute vom Brona Owners Club. Hello. Hi guys. We are outside. Okay. On the green. Okay, and that's good? Yeah, it's good. Das obligatorische Eis darf natürlich auch in Wees nicht fehlen. Ein schöner Tag
in West. Wir gehen jetzt Kaffee trinken auf der Fly. Und da ist der ja schon so. Na, hoch, komm, wir gehen wieder hoch. Wir gehen wieder hoch. Wir gehen wieder hoch. Wir gehen wieder hoch. Komm. Komm. Herrlicher Blick. Endlich mal auf die Fly. Erste Mal im Urlaub. Ja. Also zum Kaffee. Die Windmühle ist ohne Bagger. Da haben sie eingepackt. Kommt das Schiff. Hier hat man einen wunderbaren Überblick über den Kanal. Die Stromplätze hier auf der Seite sind voll geworden. Wer keinen Strom braucht, hat auf der anderen Seite noch reichlich Platz. Da kommt die Hafenmeisterin und kassiert. Wir haben hier bezahlt 13 € für eine Nacht. Der Strom geht extra. Aber dafür liegen wir hier wunderbar. Der Kirchturm leuchtet schön in der Abendsonne. Und wir biegen jetzt hier rechts ab. Irgendwo kommt gleich ein Italiener. Wir sind schon da, der bietet auch einen kleinen Außenplatz und wir gehen rein. Wir sind jetzt hier in der Pizzeria und da gibt es nur Pizza. Deshalb haben wir jetzt alle auch Pizza. Das ist eine Pizzeria. Echte napoleonische Pizza mit Zertifikat. Am Ende des Lokals steht der Pizzaofen, ein ganz besonders schickes Modell. Es ist doppelrot, in Wes ist jetzt Ruhe eingekehrt. Es ist wirklich ruhig und verträumt. Am Ende des langen Weges gibt es auch noch ein kleines Toilettenhäuschen für diesen Wasserrastplatz und das schauen wir uns jetzt mal an. Dort beginnt dann auch schon der See und dahinter ist die Brücke, wo es dann rausgeht auf den Amsterdam-Ring-Kanal. Dusche und Toilette der Gemeinde Wes. Man kann einfach rein. Ja. Toilette. Behinderten zur Not auch eine Dusche. Kann man kalt und warm einstellen. 50 Cent. Noch eine Dusche. Für den Wasserrastplatz, okay. Das war Wes. Wir waren jetzt schon lange nicht mehr hier und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Es ist traumhaft schön hier. Es scheint jetzt mittlerweile auch die Sonne. Und im Sommer wird die Kante total voll sein. Also man sollte sehr früh hier sein, wenn man in die Stadt gehen möchte. Kleine Städtchen, ein paar Boutiquen, Restaurants, Eisdiele, alles da. Perfekter Platz, um Urlaub zu machen. Wir fliegen am Aquamarin vorbei Richtung Amsterdam-Ring-Kanal. Hinter den Bäumen sieht man die Brücke, durch die wir durchgekommen sind. Der Blick Richtung Süden. Wir schwenken dann so langsam Richtung Amsterdam. Im Hintergrund sieht man die Gasperplaats. Und dann sieht man auch schon Amsterdam. Und ganz im Hintergrund ist das Eimeer als Teil des Markermeers. Und dann geht es zurück an unserem Liegeplatz vorbei, diesmal Weesp entlang und wir fliegen über Weesp. In der Mitte sieht man die Windmühle. Und dann kommt die erste Brücke. Und an der zweiten Brücke beginnt die Innenstadt. Dann kommen wir zur Schleuse und am Ende die Brücke, wo es dann auf die Vecht hinausgeht. Ganz in der Mitte sieht man die Eisenbahnbrücke, die hat offiziell sehr ungünstige Öffnungszeiten.
Dort entlang geht es nach Muiden. Wir drehen nach rechts. Die Vecht führt hier bis am Ende nach Utrecht. Rechts und links noch 2 schöne Yachthäfen. Auf Wiedersehen, Wees. Bis zum nächsten Mal.